Moin Leute, willkommen im Bruderland. Im heutigen Video geht's um die Eufy Video Doorbell. Und zwar nicht die normale, sondern die Dual-Variante mit 2 Kameras. Und die habe ich ja vor einem halben Jahr schon mal hier vorgestellt gehabt. Seitdem habe ich die auch installiert und bei uns an der Haustür hängen gehabt. Und es wird mal so Zeit für das abschließende Fazit, ob das Ding mich jetzt überzeugt hat oder ob es da immer noch Probleme gibt. Falls euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Bevor ich jetzt gleich so auf die Erfahrung der letzten 6 Monate eingehen werde, vielleicht noch so ein bisschen Infos zum Setup, weil das ist nämlich immer ganz wichtig, um so die Qualität von diesen Dingern zu bewerten. Und zwar hängt die jetzt an der Wand, ist mit Dauerstrom festgemacht und ist ungefähr 2 Wände entfernt von meinem AVM Repeater 6000. Dort steht auch die Homebase 2, die per LAN-Kabel vernetzt ist, also nur damit ihr euch mal vorstellen könnt, mit was das Ding verbunden ist und ob es deswegen dann WLAN-Probleme gibt oder nicht. Ich habe die Kamera in der Anfangszeit komplett genutzt, also auch mit den Bewegungssensoren und so. Und später, auch um meine Nachbarn nicht zu nerven, habe ich eigentlich nur noch auf den Klingelmodus geswitcht, dass sie quasi nur noch reagiert und aufnimmt, wenn geklingelt wird. So. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Bewegungsmodus an. Ne? Und da muss ich euch sagen, das Ding trackt verdammt viel, egal wie man den Regler einstellt. Und ich glaube, da müsst ihr einfach für euch entscheiden, seid ihr an der Position oder ist die Klingel an der Position, wo nicht so viel Bewegung aufgenommen wird, sondern nur noch die Bewegung vor der Haustür. Dann kann man das aktivieren, wenn ihr das so wie bei mir zum Beispiel, ihr seht es ja vielleicht in den Videos, die ich gleich noch so einblenden werde. Da sieht man natürlich die Straße und das ist ja auch alles datenschutzrechtlich so ein bisschen kritisch. Und da kommt halt relativ viel Bewegung und dementsprechend hat man da ganz viele Benachrichtigungen. Und das kann halt relativ schnell nerven. Deswegen bin ich da eigentlich auch wieder zurückgegangen, habe nur noch auf den Klingelmodus gewechselt und bin damit auch gut. Aber ansonsten, es funktioniert sehr gut. Auch diese KI-Erkennung, man kann da so ein paar Gesichter quasi so ein bisschen hinterlegen. Die werden dann auch wiedererkannt und so. Aber lohnt sich wirklich nur, wenn man die Kamera in einem Bereich hat, wo wirklich nur Besucher, die zu einem wollen, auftauchen werden. Den Klingelmodus selber, den ich jetzt aktuell benutze, den habe ich ja gekoppelt mit meinen Amazon Echos, ne, die hier so verteilt sind. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das funktioniert mittlerweile sehr gut. Falls ihr mein Video von der vorherigen Videobell gesehen habt, da gab es ja das Problem, dass da manchmal ein bisschen ziemlich viel Lag drin war, also Verzögerung. Man hat geklingelt und erst nach einer halben Minute kam das bei den Echos an. Und das geht natürlich nicht bei einer Klingel, weil dann der Besucher schon wieder weg ist. Und die Probleme hatte ich jetzt definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich seit dem letzten Mal meine Repeater abgedatet habe oder die Homebase quasi oben platziert habe. Aber ansonsten läuft es auf jeden Fall mit der Dual Video Bell sehr viel besser. Und ich hatte da eigentlich nicht mehr das Thema, dass da irgendwie Verzögerungen auf dem Smartphone zu spät angekommen sind oder auf den Echos. Also das hat alles sauber funktioniert. Die Besonderheit an der Dual ist ja, dass der unten drunter auch noch eine Kamera ist, die dann quasi so die abgelegten Pakete beobachten soll und überwachen soll. Es gibt ja auch in den Einstellungen einen extra Modus für diese Paketüberwachung und man kann das auch noch so weit weiterdrehen, dass man dann auch sozusagen einen Alarm, also dass man wirklich die Pakete überwachen lässt. Er erkennt, dass ein Paket da ist und wenn es weggenommen wird, dann kann ein Alarm klingeln und so Sachen. Das kann man theoretisch auch machen. Habe ich ein, zwei Mal spaßeshalber gemacht, aber wollen wir mal gucken, weil das ist noch ein bisschen fehleranfällig, sage ich mal. Aber mir reicht es ja schon, wenn er trackt, dass da ein Paket da ist und dann, wenn das Paket weggenommen wird, dann merkt man das wieder. Von der Videoqualität ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesen beiden Bildschirmen, aber es ist wirklich hilfreich, weil man wirklich dann den unteren Bereich auch aufnimmt und entsprechend dann dort auch einen Überblick hat, was vor der Haustür liegt, was normalerweise die Kamera nicht aufnehmen würde. Aber wie gesagt, ich spiele euch einfach mal ein paar Videos ein, dann könnt ihr euch mal selber überzeugen, wie das aussehen wird. Die Videoqualität selber fand ich dafür, dass sie 2K sein soll jetzt, also 2K ist für mich schon wieder fast 4K und sollte gestochen scharf sein. Ja, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber ich sag mal so, für den Videomodus reicht das auch vollkommen. Also ich brauche kein gestochen scharfes 4K da oder sowas. Insofern, ich habe schon schlimmere Kameras gesehen, ich habe aber auch schon bessere Kameras gesehen, aber gerade was Videobells angeht, da ist die Qualität eigentlich mehr als ausreichend. Ansonsten, was vielleicht auch noch bei diesen Videobells immer ganz interessant ist, immer die Gegensprechanlagen. Ne? Man kann ja auch von unterwegs mit dem Postboten sprechen, mit dem Lieferanten sprechen und da muss ich sagen, das war eigentlich sehr gut. Also man hat mich immer problemlos verstanden. Ich habe auch die Gegenseite, wenn ich unterwegs war mit dem Smartphone,
immer relativ schnell eine Verbindung gehabt, gute Tonqualität, gute Videoqualität, also dass ich mich wirklich mit meinem Gegenüber unterhalten konnte, auch wenn ich hunderte Kilometer entfernt war. Und das hat auch, dadurch, dass jetzt auch das Klingeln relativ zeitnah gekommen ist, hat es auch relativ gut funktioniert. Und auch so die Verbindung über das Smartphone auf die Kamera, das dauert ein paar Sekunden, aber es dauert nicht ewig. Wo es ewig dauert, ist immer noch das Thema Anbindung mit dem Amazon Echo. Ja, es gibt ja extra, also mit dem Echo Show, ne? Ich habe ja da hinten mein Echo Show und man kann ja den Eufy-Skill verbinden und dann kann man theoretisch, wenn es klingelt, kommt das auch dort an. Das habe ich ja mittlerweile deaktiviert, weil es hat einfach nicht gescheit funktioniert. Ja, entweder kam gar keine Verbindung zustande oder es hat teilweise eine halbe Minute oder eine Minute gedauert. Und da ist jetzt jeder Amazon- und DHL-Fahrer schon wieder weg. Und ich kann es euch einfach mal zeigen. Alexa, zeige Haustür. Okay. Es dauert und es dauert und es dauert. Tja, also ihr seht, jetzt ist es angekommen. So lange dauert es normalerweise, manchmal dauert es sogar noch länger. Und das ist halt natürlich für so eine End-zu-End-Unterhaltung und eine zeitnahe Rangehen ans Klingeln, das macht halt keinen Sinn. Und ihr seht, man kann zwar trotzdem dann irgendwann mal das Bild sehen und das Bild sieht eigentlich auch ganz schick aus. Aber es bringt mir ja nichts, wenn mein Gegenüber schon längst weg ist. Also ich hoffe, dass Eufy dieses Thema irgendwann mal in den Griff bekommt, weil es war jetzt das Problem von allen Eufy-Video-Builds. Und ich weiß gar nicht, ob es wirklich am Eufy selber liegt oder wo das Problem liegt. Ich habe auch schon ganz viel Troubleshooting gemacht, aber ich habe es einfach aufgegeben, ne? Sei es mit Port-Forwarding, was die Sache verbessern soll und sowas. Aber hat alles nichts geholfen und ihr habt es ja gerade selber gesehen, das ist halt einfach in Verbindung mit dem Amazon Echo Show funktioniert das einfach nicht gescheit. Vielleicht liegt es auch an der Hardware vom Echo Show. Kann auch sein, dass der einfach nicht genug Power hat, um das rechtzeitig aufzubauen. Aber das solltet ihr nur wissen, falls euch das wichtig ist und ihr vorhabt quasi das immer, ne, auf eurem Echo Show, dass der immer anspringt, sobald geklingelt wird. Nee, nicht damit. Das funktioniert einfach nicht. Das hat dann mit der Ring-Video-Bell ein bisschen besser funktioniert gehabt, aber auch nur ein bisschen. Und jetzt ist, wie gesagt, ein halbes Jahr rum. Bin ich damit zufrieden? Definitiv. Also ich lasse die auf jeden Fall auch erstmal weiter an der Tür und erst für die nächste Kamera, die ich dann an der Tür klingeln testen möchte, werde ich die vielleicht mal austauschen. Aber ich bin eigentlich damit ganz zufrieden. Ich habe mich damit arrangiert, dass es mit dem Amazon Echo Show einfach nicht funktioniert. Und ansonsten mit meinen Apps, Tablets und sowas und auf dem Smartphone, auf der Smartwatch kommen auch die Benachrichtigungen an. Das funktioniert alles und das macht mich wunschlos glücklich. Und wie gesagt, der Goodie mit dieser Kamera unten, das ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache und das funktioniert eigentlich auch recht zuverlässig. Und wenn man nicht gerade Kinder hat, die da irgendwie Quatsch mitmachen, die dann ab und zu erkannt werden, ist das eigentlich auch kein Thema. Ja, wenn es von eurer Seite Fragen gibt zur Eufy Video Dual, wie heißt die jetzt eigentlich? Battery Doorbell 2K Set, was auch immer. Ja, also falls da Fragen sind, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und ich hoffe, dieses 6-Monate-Fazit hat euch ein bisschen weitergeholfen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.